Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Lea und ich bin seit Dezember mit bei der letzten Generation dabei und bin Sprecherin für die Bewegung. Und ich bin Zoe, ich bin seit Anfang 2022 bei der letzten Generation viel auch mit auf der Straße gewesen und kümmere mich vor allem gerade um die rechtliche Unterstützung. Genau, und wir beide möchten heute über den 28.10. sprechen, was genau da vor Ort passieren wird bei der Massenbesetzung in Berlin. Wir möchten dort auf die Straße gehen mit ganz vielen Menschen und von unserer Regierung fordern, dass wir wirklich einfach einen Stopp der fossilen Subventionen einleiten müssen. Und das ist das, worüber wir heute sprechen, was man dafür noch wissen muss, was du dafür noch wissen musst und wir eigentlich beide ja auch. Ja. Das Ziel dieser Massenblockade ist, für eine Störung der öffentlichen Ordnung zu sorgen, die nicht ignoriert werden kann und die nicht aufhören wird. Die Stärke in unserem Massenprotest liegt darin, dass wir immer friedlich und dass wir immer entschlossen sind. Wir zeigen, dass wir richtig viele sind, die gerade mit dem aktuellen Kurs der Bundesregierung nicht einverstanden sind. Zu dieser Massenblockade wollen wir alle Menschen in der Gesellschaft auffordern, sich anzuschließen und sich dem tödlichen Weiter-so unserer Bundesregierung in den Weg zu stellen. Die Haltung, die wir dabei einnehmen wollen, ist: Ich will mich hier versammeln und kundtun, dass ich nicht einverstanden bin, dass die Bundesregierung gerade nicht unser aller Leben und Lebensgrundlagen schützt. Der aktuelle Kurs der Bundesregierung ist nicht ausreichend. Deshalb besetze ich jetzt hier diese Straße, dort, wo es stört und nicht ignoriert werden kann und auch nicht übersehbar ist. Das hier ist eine würdevolle Besetzung der Straße. Genau, und um das vielleicht auch so sich ein bisschen besser vorzustellen, was genau dann vor Ort passiert, würde ich einmal kurz erklären, wie das dann auch wirklich Schritt für Schritt in Berlin abläuft. Bevor du nach Berlin fährst, ist es ganz wichtig, dass du eine Gruppe bildest, vielleicht mit FreundInnen, vielleicht mit Menschen aus deiner Stadt, die du schon ein bisschen kennst, und dass ihr euch zusammenfindet, um gemeinsam nach Berlin zu fahren. Das ist dann genau eure Bezugsgruppe. Innerhalb dieser Bezugsgruppe achtet ihr aufeinander vor, während und auch nach dem Protest, tauscht euch vielleicht über eure Sorgen, eure Ängste und auch eure Hoffnung für diesen Tag aus und schaut einfach, dass ihr wisst, wer die anderen Menschen sind, was die an dem Tag wollen und wie es allen damit geht. Wenn du keine Bezugsgruppe hast, und ich glaube, das geht noch richtig vielen Menschen so, das ist voll okay, und da gibt's extra eine Telegram-Gruppe, bei der ihr noch andere Menschen kennenlernen könnt, der ihr auf jeden Fall beitreten solltet, und dann finden wir eine Bezugsgruppe und ihr seid auf jeden Fall nicht allein dort vor Ort in Berlin. Kurz vor der Massenbesetzung, die auch öffentlich angekündigt wird, treffen wir uns in unseren Bezugsgruppen direkt neben der Straße, die wir besetzen möchten. Erstmal in Bezugsgruppen. Dort warten wir dann und es wird vor Ort ein Signal geben, und bei diesem Signal begeben wir uns dann auf die Straße. Dieses Signal gibt es erst, nachdem der Fließverkehr vor Ort zum Stehen gekommen ist. Das passiert dadurch, dass die Straße blockiert wird, dass der Verkehr anders abgeleitet wird. Dann bekommt ihr ein Signal, und das ist der Moment, wo wir alle gemeinsam uns diese Straße nehmen, uns auf diese Straße stellen werden, setzen werden und letztlich diese Straße ganz bunt beleben werden. Es wird vor Ort Musik geben, es wird Reden geben, es wird ein ganz buntes Programm auf dieser besetzten Straße stattfinden. Genau, und das ist das, was dort vor Ort passieren wird. Wir werden uns da hinstellen, wir werden diese Straße besetzen, bis unsere Regierung ins Handeln kommt. Aber ganz wichtig ist, wenn du eben keine Repression erfahren möchtest, dann halte dich bitte an die Anweisung der PolizistInnen. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserem Protestkonsens. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns daran halten, denn nur so kann unsere Blockade eben erfolgreich sein. Wir zeigen offen unser Gesicht und vermummen uns nicht bei diesem Protest. Den Ausweis nicht zu zeigen und seinen Namen nicht zu nennen, ist bei dieser Massenbesetzung akzeptiert. Wir sind immer ehrlich, auch gegenüber der Polizei und RichterInnen. Es ist aber auch okay, wenn wir schweigen und eine Aussage verweigern möchten. Wir gehen nicht unter den Einfluss von Drogen oder Alkohol auf die Straße. Wir achten stets aufeinander, und bitte achte auch jederzeit auf dich selber und übernimm dich nicht. Du kannst gerne zu unserer Massenbesetzung kommen, wie du bist. Du kannst bunt kommen, du kannst im Kostüm kommen, du kannst mit oder ohne Banner kommen. Du kannst gerne auch auf deine Banner „Stopp die fossilen Subventionen" schreiben. Und was nicht erlaubt ist, sind Parteiflaggen. Außerdem haben Sexismus, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz bei uns und werden in keiner Weise akzeptiert.
Wir lassen jederzeit Einsatzfahrzeuge durch. Das heißt, für Krankenwagen oder Feuerwehrautos machen wir jederzeit Platz. Dafür wird es auch vor Ort ein Sicherheitskonzept geben. Eine Sache, die auf jeden Fall auch immer ganz wichtig ist, die ich mir auch in meine Erinnerung rufen muss, ist letztlich, genau, was nehme ich eigentlich in den Protest mit und was nehme ich nicht in den Protest mit. Dinge, die du nicht mitnehmen solltest und ich auch nicht mitnehmen werde, sind auf jeden Fall das persönliche Handy. Das lasse ich zu Hause. Ich nehme keine Glasflaschen mit in den Protest. Das ist einfach ein bisschen gefährlich, die können kaputt gehen. Und auch keine spitzen und anderen scharfen Gegenstände. Ich nehme auf jeden Fall Essen und Trinken für den Tag mit. Meine orangene Warnweste natürlich. Ich nehme Banner mit. Und ich werde auch darauf achten, wetterfeste Kleidung anzuziehen, denn es kann ziemlich kalt werden. Und ich achte auch darauf, Kleidung anzuziehen, die eben ein bisschen schmutzig werden kann oder auch dreckig am Ende sein darf. Die Gewaltfreiheit und die Friedlichkeit, die ist super wichtig für unseren Protest. Das ist unsere größte Stärke, die wir haben. Und das ist nicht nur moralisch wichtig, sondern auch strategisch entscheidend. Denn tendenziell haben Bewegungen, die friedlich agieren, mehr Erfolg gehabt als gewaltvolle Aktionen. Und daran wollen wir uns auch orientieren und immer friedlich und gewaltfrei bleiben bei unserem Massenprotest am 28. Ich weiß selber, dass es manchmal wirklich schwer ist, auszuhalten, wenn man sieht, wie Freundinnen Gewalt erfahren und dort nicht einschreiten zu können. Aber wir müssen uns dann immer daran erinnern, dass wir das jetzt machen, damit die Regierung handeln wird. Und wenn wir selber gewaltvoll werden, dann wird das nicht funktionieren. Wir müssen immer friedlich und gewaltfrei bleiben. Wir schaden sonst letztendlich der gesamten Bewegung. Okay, was bedeutet denn überhaupt Gewaltfreiheit oder Friedlichkeit? Gewaltfreiheit fängt schon in der Sprache an. Das heißt, wir wollen niemanden drohen, provozieren oder beleidigen. Wir achten beim Sprechen stets darauf, friedlich und gewaltfrei zu bleiben. Das heißt auch, wir werden nicht laut. Wir schreien keine Menschen an, wir werden keine lauten Kampfrufe oder Parolen an dem Tag schreien. Es ist schon aber auch, glaube ich, okay, an dem 28.10. friedliche Lieder zu singen oder miteinander zu kommunizieren, weil letztlich sind wir da hoffentlich ziemlich lange auf der Straße und wollen ja auch eine schöne Zeit irgendwie haben. Das stimmt. Was auch ganz wichtig ist, dass wir nicht rennen. Dann kann nämlich sein, dass die Situation sehr unübersichtlich wird und es dann eben auch zu Gefahren kommt. Es geht auch in der Konfrontation mit anderen nicht darum, mächtiger oder stärker zu sein. Es ist ganz wichtig, dass wir unseren Stolz und unseren Ego zu Hause lassen und nicht mit in den Protest nehmen. Wir zeigen niemals körperliche Gegenreaktionen. Wenn wir geschlagen oder geschubst werden, machen wir das niemals zurück. Wir bleiben immer friedlich und gewaltfrei. Wenn PolizistInnen direkt vor uns stehen und uns den Weg versperren und wir nicht durchkommen, gehen wir nicht weiter auf diese zu. Wir schauen dann, dass wir außenrum gehen können oder dass wir uns kleine Lücken suchen können, wo wir dann durchgehen können. Ganz wichtig ist, dass wenn ihr bei Menschen um euch herum gewaltvolles oder aggressives Verhalten bemerkt, weist diese Menschen bitte darauf hin und weist sie auch bitte darauf hin, dass sie so der gesamten Bewegung und dem gesamten Protest schaden, wenn sie gewaltvoll und aggressiv agieren. Macht euch immer bewusst, wir sind nicht wegen der Passantinnen oder der Polizei auf der Straße. Wir sind da, weil wir uns dem tödlichen Weiter so der Bundesregierung in den Weg stellen wollen und weil wir dagegen vorgehen müssen. Und das schaffen wir eben nur mit einer Friedlichkeit und mit der Gewaltfreiheit. Wenn ihr selber bei euch merkt, ihr könnt euch nicht mehr an diesem Protestkonsens halten, ihr schafft es gerade nicht mehr, gewaltfrei oder friedlich zu bleiben, zieht euch bitte zurück, achtet darauf euch und hört auf euren Körper. Wenn ihr merkt, es geht nicht mehr, ist es überhaupt nicht schlimm, aus der Blockade rauszugehen und dort einmal durchzuatmen. Genau, ich glaube, das ist ein Punkt, der auf jeden Fall immer wichtig ist, den ich auch immer mit in den Protest nehme. Wenn ich merke, ich kann da gerade nicht mehr, mir ist kalt, ich bin vielleicht müde auch oder ähnliches, es ist immer okay zu gehen, es ist auch meistens möglich zu gehen und es wird an dem 28.10. auf jeden Fall auch so sein. Genau, zum Thema auch, da wird Polizei vor Ort sein, wir sind auf der Straße, weil wir die Bundesregierung daran erinnern möchten, dass sie sich um unser Leben kümmert, unser Leben schützt, Subventionen in fossile Energieträger stoppt. Und wir sind nicht da, weil wir gegen die Polizei sind oder weil die Polizei auch dort vor Ort sind. Leider ist es natürlich so, dass bei politischen Spannungen, die jetzt gerade durch diese Proteste entstehen, Polizei dazu angewiesen ist, sich mit diesen Blockaden und Besetzungen zu beschäftigen. Die werden dort vor Ort sein und die werden das vielleicht auch verhindern möchten. Das
das so ist, da können wir nichts gegen tun, das ist okay und wir gehen damit um vor Ort. Wichtig ist, dass wir nicht gegen die Polizei agieren, sondern dass wir mit der Polizei einen Weg finden, auch diese Straße zu besetzen und dass das Ganze friedlich bleibt. Um das Ganze zu erreichen, ist es am besten, dass wir direkt mit der Polizei kommunizieren, mit mehreren Menschen aber auch zusammenstehen und da einfach ein Gespräch entsteht. Dafür gibt es diese extra trainierten Menschen auch vor Ort bei der Massenbesetzung. Wir möchten aber keine Gruppe-gegen-Gruppe-Dynamik vor Ort erzeugen. Hilfreich im Umgang mit der Polizei ist es auch immer, diesen Menschen, der letztlich da hinter dem Polizisten oder hinter der Polizistin steht, zu sehen, sich daran zu erinnern, dass es Menschen sind, die gerade wahrscheinlich schon Überstunden machen, die Teil dieses bürokratischen Systems sind und da in dem Moment ihr Amt auf die Straße tragen, genauso wie wir unseren Protest auch auf die Straße tragen. Ein Ziel in der Kommunikation mit der Polizei kann zum Beispiel sein, dass man die Wut, die letztlich vielleicht auch da von Polizeiseite auf uns zukommt, darauf umzuleiten, dass der einzige Grund, wieso wir dort ja auf der Straße sind, ist, dass unsere Bundesregierung gerade ihren Job nicht gut macht und dementsprechend der Protestgrund und der Inhalt mit uns allen resonieren sollte, auch mit den PolizistInnen, die dort vor Ort sind. Wenn du dich an dem Samstag mit auf die Straße setzt, kann es natürlich sein, dass es da auch rechtliche Konsequenzen gibt, beziehungsweise wir uns einmal auch mit dem rechtlichen Aspekt auseinandersetzen, einfach damit wir alle wissen, was da auch auf uns zukommen kann. Und dementsprechend wollen wir jetzt noch mal kurz darüber sprechen. Ich würde euch gerne noch etwas zum Ermittlungsausschuss, kurz EA, erklären. Der EA, das sind Menschen, die rund um die Uhr für uns erreichbar sind. Wir haben eine Nummer, die wir uns dann bei dem Protest oder vor dem Protest am besten schon auf dem Arm oder an das Bein schreiben, dort, wo ihr sie dann eben gut einsehen könnt. Diese Nummer vom Ermittlungsausschuss findet ihr bei uns in der Telegram-Gruppe. Der EA sorgt eben dafür, dass wir immer wissen, wo Menschen sind. Das heißt, wenn ihr beispielsweise von der Polizei mitgenommen werdet in Gewahrsam, dann ist es die Aufgabe von euch, diese EA-Nummer anzurufen und zu kontaktieren. Und der EA wird euch dann mit der notwendigen Hilfe, die ihr dann vor Ort braucht, unterstützen. Genau, neben dem Ermittlungsausschuss gibt es auch eine weitere Struktur, die im Hintergrund unterstützt in diesen Momenten. Das ist unser Legal Team, wo ich ja auch Teil von bin. Genau. Und das Legal Team, das bietet letztlich Unterstützung mit allen rechtlichen Konsequenzen an, aber auch Dingen, die zum Beispiel während die Polizei euch mitnimmt oder Ähnliches passieren können. Wir sind immer erreichbar über unsere E-Mail-Adresse legal@letztegeneration.org, auch jetzt im Vorhinein, falls du noch Fragen hast, bevor du mit uns auf die Straße gehen möchtest. Außerdem gibt es ein ganz ausführliches Legal-Wiki, da steht auch noch mal mehr drin als das, was ich jetzt gleich einmal erzählen wollte, zu dem, was euch da irgendwie, womit ihr da konfrontiert seid. Genau, wir bieten außerdem alle 2 Wochen Legal-Basistraining an und Legal-Q&As online. Das findet ihr auch in den Informationen in der Telegram-Gruppe nochmal, falls ihr weitere Fragen habt zu diesen rechtlichen Aspekten. Letztlich möchten wir beide noch mal kurz darüber sprechen, ganz kurz und knapp, was kommt denn da vielleicht auf euch zu, wenn ihr euch an so einer Straßenbesetzung beteiligt? Eine Massenbesetzung ist ja erstmal friedlich und durch das Deutsche Versammlungsgesetz und durch Artikel 8 im Grundgesetz geschützt. Und du bekommst immer die Möglichkeit, bei der Massenbesetzung die Straße bei der Aufforderung der Polizei zu verlassen. In der Regel ist es so, dass die Polizei 3 Ansagen machen muss. Diese Ansagen müssen deutlich und für alle verständlich sein. Und bei dieser Aufforderung bekommt ihr auch einen alternativen Versammlungsort. Das ist meistens der Gehweg oder noch ein Stück weiter weg von der Straße zugewiesen. Ihr habt dann die Möglichkeit, nach diesen Aufforderungen die Straße zu verlassen und euch an den Gehweg zu setzen. Wenn du nach Auflösung und nach 3-maliger Aufforderung der Polizei immer noch weiter auf der Straße sitzen bleiben möchtest, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du von der Polizei geräumt wirst. Das kann sein, dass die Polizei dich dann eben wegträgt und dann eben von der Straße nimmt. Genau, ich glaube, was wir natürlich auch alle teilweise in Videos gesehen haben, ist, dass die Polizei unterschiedliche Methoden hat, das Ganze zu machen. Das kann sein, dass sie euch als Päckchen wegträgt, da könnt ihr euch wegtragen lassen. Aber einzelne PolizistInnen wenden auch Schmerzgriffe an.
Das ist etwas, da solltet ihr schauen, dass da Menschen in der Nähe sind, dass ihr euch vielleicht auch die Nummer von dem Polizeibeamten merkt, um das im Nachhinein auch rekonstruieren zu können. Und da wendet ihr euch bitte auch ans Legal Team, falls sowas passieren sollte. Das Coole an dieser Straßen- und Massenbesetzung ist allerdings, dass wir richtig, richtig viele Menschen sein werden und dementsprechend auch die Polizei vor Ort wahrscheinlich überfordert sein wird. Es kann sein, dass die Polizei dich trotzdem mitnimmt. Es kann aber auch sein, dass die Polizei, dadurch, dass wir so viele Menschen sind, gar keinen Platz für uns alle hat. Wenn die Polizei dich mitnimmt, dann kommst du auf eine sogenannte Gefangenensammelstelle. Wir nennen es auch ganz kurz GESA im Folgenden. Das hat noch nichts mit Gefängnis oder mit irgendeiner Straftat zu tun. Die nimmt euch oder dich einfach mit, letztlich um eventuell deine Identität festzustellen, also nochmal Fotos zu machen von dir oder um zu verhindern, dass du direkt wieder auf die Straße gehst. Polizeigewahrsam in Berlin ist begrenzt zeitlich, das heißt, du darfst höchstens bis 24 Uhr des Folgetages festgehalten werden. Wenn Lea genau jetzt mitgenommen werden würde, würde sie spätestens morgen um Mitternacht rausgelassen werden müssen. Ich war jetzt in letzter Zeit ziemlich viel im Protest in Berlin und ich wurde sehr selten mitgenommen. Und wenn, dann war ich auch immer nur für ein paar Stunden in Gewahrsam und dann wurden meistens auch nur einmal Fotos oder Fingerabdrücke von mir genommen und dann durfte ich auch schon wieder gehen und wurde immer ganz nett am Empfang dann wieder umarmt. Genau, also das, was wir jetzt gerade in Berlin sehen, ist, dass Menschen nicht 24 Stunden festgehalten werden, sondern nach ein paar Stunden gehen gelassen werden, beziehungsweise eigentlich meistens auch am Protestort. Das heißt, es kann auch total gut sein, dass Menschen einfach auf den Gehweg gebracht werden und dann gehen gelassen werden. Wenn das aber passieren sollte, dass du in die Gewahrsamnahme mitgenommen wirst, auf die Polizeistation, von der Polizei gefahren wirst in einem Auto, dann hast du dort Rechte. Und ich würde die einmal kurz aufzählen. Das ist wirklich wichtig, wenn du dort bist, dich an diese Rechte zu erinnern und die auch durchzusetzen. Du hast vor Ort das Recht auf einen erfolgreichen Anruf. Das ist der Moment, wo du unseren Ermittlungsausschuss anrufst. Die Nummer, wie gesagt, kriegst du in der Telegram-Gruppe. Dort rufst du an und die Menschen, die rangehen, die leiten dich durch das Gespräch. Da wirst du gefragt, genau, wie du heißt, wie es dir geht. Das heißt, wenn es dir nicht gut geht, dann erzähl das wirklich, erzähl, was das Problem ist. Erzähl, wo du bist, also auf welcher Polizeistation und wie lange du festgehalten werden wirst. Wenn es irgendwie zur Sprache kommt auf der Polizeistation, dass du bis morgen da behalten werden solltest oder ähnliches, dann kümmert sich der Ermittlungsausschuss zusammen mit der rechtlichen Unterstützung um eine Anwaltsperson, die dich dann letztlich da rausholt. Neben dem erfolgreichen Anruf hast du außerdem das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, dass du, wenn du Hunger hast, Essen bekommen musst nach ein paar Stunden, vor allem aber auch, dass du Wasser bekommst, dass dir nicht kalt sein darf. Das heißt, wenn dir kalt ist, dann frag auf jeden Fall nach einer Decke und die sollte dir auch gegeben werden. Toilettengang gehört noch dazu, da auf jeden Fall direkt Bescheid sagen, wenn du irgendwie Bedürfnisse in die Richtung hast. Auf der Gewahrsamnahme, auf der Polizeistation gibt es auch Sachen, die du nicht machen musst. Das ist ganz wichtig, auch dran zu denken. Du musst nichts unterschreiben und du musst auch keine Aussagen machen. Das heißt, wenn du befragt wirst, brauchst du überhaupt nichts sagen. Und wenn dir ein Stift hingelegt wird, sag einfach, ich möchte das nicht unterschreiben. Das weiß die Polizei aber meistens schon in solchen Situationen, dass Menschen, die sich auf die Straße setzen, meistens nichts unterschreiben möchten. Wenn du dann allerdings aus der Gewahrsamnahme rauskommst, nach Hause gekommen bist, dich entspannt hast, vielleicht nochmal mit deiner Bezugsgruppe auch gequatscht hast, ist es wichtig, dass du dann anfängst, was aufzuschreiben. Das ist das sogenannte Gedächtnisprotokoll. Da haben wir auch ein paar Vorlagen für. Letztlich schreibst du dann am besten einmal aus deiner Erinnerung auf, was ist denn an dem Tag passiert, was ist bei dieser Straßenbesetzung passiert, wann warst du wo. Und heb das einfach auf, damit du dich auch im Nachhinein daran erinnern kannst, falls das hilfreich sein sollte. Genau, zu allem, was auch im Nachhinein von dieser Straßenbesetzung passiert, ist es wichtig, dass du dich immer beim Legal Team, bei der rechtlichen Unterstützung von uns melden kannst, per E-Mail, am besten auch, falls du einen Brief bekommst oder ähnliches, direkt mit einem Foto. Und wir melden uns dann bei dir zur weiteren Bearbeitung und zur Unterstützung. Bevor wir jetzt nochmal zurück zu der tatsächlichen Straßenbesetzung kommen, möchte ich kurz auf 2 Punkte eingehen, die zu rechtlichen Konsequenzen möglicherweise gehören.
Wenn du dich in Deutschland an einer Straßenbesetzung beteiligst und deine Personalien aufgenommen werden, beziehungsweise dich die Polizei zum Beispiel mitnimmt und deine Identität feststellt, dann ist es so, dass von der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Dieses Ermittlungsverfahren wird dann irgendwann abgeschlossen und das wird dann an die Staatsanwaltschaft weitergereicht. Das heißt, das, was im Raum steht, sind unterschiedliche Vorwürfe, je nachdem, was da der Ermittlungsstand ist. Es kann aber auch sein, wie gesagt, dass das gar nicht zu diesem Fall kommt, dass vielleicht deine Personalien aufgenommen werden, aber dadurch, dass es so viele Menschen sind, dann dem nicht weiter nachgegangen wird. Das Phänomen sehen wir gerade bei diesen Protestmärschen, den wir machen mit vielen Menschen auf der Straße in Berlin, dass wir da viele Menschen haben, die ihren Protest auf der Straße zeigen können und letztlich ganz entspannt nach Hause gehen können dazu. Falls es aber dazu kommt, dass Ermittlungen eingeleitet werden, kann es sein, dass du irgendwann Briefe bekommst, mit denen du dich dann bei uns meldest. Die Vorwürfe, die da im Raum stehen, das sind zwei. Der eine, der wird eigentlich, wenn da verfolgt wird, immer verfolgt. Das ist der Vorwurf der Nötigung. Das ist Paragraph 240 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Und da geht es letztlich darum, dass dir vorgeworfen wird, wenn du dich auf eine Straße setzt, dass du andere Menschen zum Anhalten nötigst. Die können sich dann nicht mehr fortbewegen, die Autofahrenden können nicht weiterfahren. Was genau da als Strafe im Raum steht, das ist meistens eine Geldstrafe, meistens eine relativ geringe Geldstrafe, wenn es nur um eine Straßenbesetzung, eine Straßenblockade geht. Wie genau da sich das zusammensetzt, das kannst du bei uns nachlesen im Legal Wiki. Ein weiterer Vorwurf, der im Raum steht, wenn du dich zum Beispiel auf die Straße festklebst in Berlin, ist der des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das ist Paragraph 113 Strafgesetzbuch. Das bedeutet im Prinzip, dass das Gerichte momentan in Berlin so sehen, dass wenn man sich wieder an die Straße klebt, dass man Widerstand leistet, sich nicht so einfach räumen lässt. Und da stehen momentan die Urteile von höheren Gerichten noch aus. Letztlich handelt es sich dabei auch um eine Geldstrafe und wird im Zusammenhang mit dem Nötigungsvorwurf verhandelt, steigert den meistens nicht um besonders viel. Allerdings ist das ein Vorwurf, der dazukommen kann, wenn du dich festklebst zum Beispiel. Und das ist auch ein Grund, wieso wir sonst keine aktiven direkten Bewegungen zum Beispiel auf die Polizei zu machen, sondern ganz gewaltfrei, friedlich auf diese Menschen zugehen. Genau, so viel vielleicht kurz zu den Straftatsvorwürfen, die im Raum stehen. Lest das Ganze nochmal im Legal Wiki nach oder fragt uns per E-Mail, falls euch da mehr zu interessiert. Und letztlich ist das Legal Team für euch da nach den Protesten. Meldet euch jetzt auch im Vorhinein per E-Mail oder im Nachhinein. Und genau, ich glaube, dann sind wir richtig gut unterstützt für den Protest am 28.10. Und ich freue mich richtig drauf langsam. Ich mich auch. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, wie erfolgreich und wie effektiv ziviler Widerstand sein kann. Viele Rechte und Freiheiten, die wir heute noch genießen, sind aufgrund des zivilen Widerstandes erreicht worden, wie zum Beispiel das Frauenwahlrecht. In den Niederlanden hat der zivile Widerstand auch funktioniert. Dort sind Menschen 27 Tage hintereinander zu 1000 auf die Straße mit der Forderung „Stopp die fossilen Subventionen" gegangen. Und das hat geklappt. Der Druck auf die Regierung war letztendlich so hoch, dass wir Erfolg hatten. Und diesen Erfolg, den bringen wir jetzt auch nach Deutschland auf die Straßen. Wir gehen jetzt gemeinsam auf die Straße und verhindern so, dass unsere Bundesregierung weiter unsere aller Lebensgrundlagen zerstört. Wir sind jetzt in Berlin der Wendepunkt, den es so dringend braucht, und gehen dafür alle zusammen auf die Straße. Ruft alle eure Freunde und Bekannten an und lasst uns zeigen, dass wir richtig, richtig viele sind und auch den Stopp der fossilen Subventionen von unserer Bundesregierung jetzt fordern und erwarten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf der Straße und ich freue mich, glaube ich, richtig. Ich freue mich auch, mit euch auf die Straße zu gehen. Gut. Yes. Sehr weird. Sehr geil.